Thorsten Moses ist gerade unterwegs, als sein Handy klingelt. Ich habe einen Anruf bekommen, anonym auf dem Handy, bin drangegangen. Dann hat sich direkt eine Computerstimme gemeldet, dass sie von PayPal wäre und ich hätte an irgendeine unbekannte Firma über 170 € per PayPal bezahlt. Um diese Zahlung zu autorisieren oder abzuwenden, solle er nun einige Daten mit der freundlichen Computerstimme abgleichen. Die Stimme wollte von mir meine Login-Daten auf PayPal wissen, mein Passwort auf PayPal wissen, sodass dann mit meinen Daten der Computer sich hätte einloggen können bei PayPal. Mit PayPal auf der sicheren Seite, heißt es auf der Homepage des Online-Bezahldienstes. Auf diese Sicherheit vertrauen alleine in Deutschland etwa 30 Millionen Nutzer. Aber bei diesen Anrufen sei Vorsicht geboten, warnt das LKA Hessen, denn es sind sogenannte Fake-Anrufe. Es hat natürlich nichts mit dem seriösen Angebot von PayPal zu tun, sondern es geht eigentlich den Tätern nur darum, die Seriosität des Unternehmens zu nutzen, um die Opfer finanziell zu schädigen. Das Ziel, Kontodaten und sensible persönliche Daten herauszubekommen. Betrüger wählen zufällig Telefonnummern aus und sogar auch Menschen ohne PayPal-Konto können einen Betrugsanruf erhalten. Einmal durch Datenleaks, dass also ihre Rufnummer mit in den Topf war, die jetzt in die Täterhand gelangt sind und jetzt ausgenutzt werden. Aber natürlich auch, dass sie selbst als Privatperson ausgespäht wurden und ihre Telefonnummer zum Beispiel durch ein Preisausschreiben jetzt auch in Täterhand liegt. Die Täter setzen bei den Schockanrufen auf das Überraschungsmoment. Dadurch, dass der Anruf anonym ist, dass er meistens in irgendwelchen Situationen auftaucht, in denen man überhaupt nicht damit gerechnet hat, ist man schon überrascht. Und je nachdem, in welcher stressigen Situation man aktuell sich befindet, ist man da vielleicht schneller ein Opfer. Aber Thorsten Moses lässt sich nicht so leicht ködern. Wie kam es mir suspekt vor, in Kombination mit der Computerstimme, in Kombination mit dem Betrag, der mir unbekannt war. Ich wusste auch nicht, was ich hätte bezahlt haben sollen in den letzten Tagen. Deswegen war das Ganze irgendwie eher fragwürdig. Er fällt nicht auf die perfide Masche der Betrüger rein und legt auf. Thorsten Moses hat alles richtig gemacht. Das LKA rät allen, die einen solchen Anruf erhalten, in jedem Fall sofort aufzulegen und den Anweisungen der Computerstimme nicht zu folgen. Im nächsten Schritt sollte man sich im PayPal-Konto anmelden und seine Zahlungen überprüfen. Sollte fälschlicherweise abgebucht worden sein, sollte man über die App oder die Internetseite Kontakt zum echten PayPal-Kundenservice aufnehmen. Auch der Bezahldienst stellt in der Öffentlichkeit klar, dass PayPal seine Kunden in der Regel nicht anruft und schon gar nicht mit der Aufforderung, Zahlungen zu leisten oder zu überprüfen. Die erfinden immer was Neues. Schönen guten Abend, Sylvia Jakob von der Polizei Mittelhessen. Grüße Hallo. Sie. Was kann den PayPal-Kunden mit dieser Masche im schlimmsten Fall passieren? Ja, dass das Konto leergeräumt wird, dass sie ihre Kontodaten weitergegeben haben, die Täter dann fleißig über PayPal weiter einkaufen und dann kann man innerhalb kürzester Zeit wirklich jede Menge Geld loswerden. Oder dass die Täter es sogar schaffen, irgendwie Zugriff durch eine Schadsoftware auf ihren Computer zu haben, sich dann komplett sogar in ihren Computer einzuloggen und dann Online-Banking und so weiter. Nee, schrecklich. Warum haben die sich ausgerechnet PayPal ausgesucht? Weil es einfach so eine große Reichweite hat. Ne? Also ganz viele, wir haben es ja eben gehört, ganz viele nutzen das mittlerweile. Und wenn die einfach wahllos durchtelefonieren, dann haben die ruckzuck einen Treffer, dann ist wirklich ein PayPal-Kunde dabei. Also die wissen ja gar nicht, ob ich PayPal nutze oder nicht, sondern hauptsächlich wird das versucht. Auf gut Glück. Auf gut Glück. Und es ist ja wirklich so, wir haben es ja eben auch gehört, wenn man so einen Anruf bekommt, man denkt ja erstmal, oh, ist da vielleicht irgendwie wirklich eine Zahlung, die noch offen ist? Man zweifelt ja auch immer erstmal an sich selber. Das ist komisch, ne? Ja, es ist immer so, ja. Ja gut, es kann einem ja auch mal was durch die Lappen gehen. Genau. Aber gut, das ist wirklich einfach so, das nutzen ganz viele. Deshalb gibt es, glaube ich, im Moment auch viel Sparkassen, Volksbanken, Betrüger, weil das natürlich, da sind auch viele bei den Banken und dann probieren die es einfach. Genau, die einfach dann versuchen, irgendwelche Kontodaten zu erlangen, Passwörter, Pins. Vielleicht müssen wir das noch mal grundsätzlich sagen. Finden Sie denn PayPal zu nutzen grundsätzlich sicher oder worauf soll ich da besonders achten, wenn ich das mache? Wenn man es wirklich sinnvoll auch sich
also wirklich nicht ganz schnell immer irgendwas anklickt, sondern das wirklich auch bewusst macht, sich genau das anguckt. Wenn man PayPal nutzt, diese Funktion Familie und Freunde wirklich nur zu nutzen bei ganz bekannten Shops, die man eben nutzt oder auch tatsächlich nur bei Familien oder Freunde, weil dann wenn man das nutzt und also es gibt so Fake-Shops oder so Billigläden, die bieten das an, dass dann die Ware etwas günstiger wird, wenn man diesen Button nutzt. Ja. Dann hat man aber auch keinen Käuferschutz bei PayPal. Also dann kann ich es auch eigentlich so bezahlen. Und wenn ich dann nichts bekomme, habe ich eben Pech gehabt oder minderwertige Ware bekomme. Deswegen sollte man darauf aufpassen, dass man dann immer wirklich dieses für Ware und Dienstleistungen anklickt und nicht für Familie und Also Freunde. eigentlich, wie es da steht, Genau. wenn ich was schnell an Freunde überweise und einfach weiß, das So ist sieht's aus. sicher, dann kann ich das ja nutzen. Dann kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Aber ansonsten lieber den Käuferschutz irgendwie mitkaufen, in Genau. Anführungsstrichen. Ne? Die Läden müssen ja, glaube ich, Genau, was dazu zahlen. der Verkäufer zahlt ja. Ja. Weil Sie immer viel und nah dran sind, was erleben Sie noch gerade für Betrugsmaschen? Was ist gerade Ja, angesagt? ganz viel Microsoft ruft an. Ne? Das ist dann Oh ja, die ungefähr kenn ich das auch. Auf Gleiche. Englisch immer, ne? Auf Englisch Ja. häufig oder in einem gebrochenen Ja. Deutsch. Und die versuchen dann auch immer irgendwie, die vermitteln dann immer, dass es bei Microsoft gerade ein Softwareproblem gibt, aber man könnte das jetzt gemeinsam lösen. Die sollen dann eine Hatte Tastenkombination ich am auch schon. Computer eingeben. Und dann ist es wirklich auch so, dass man eine Schadsoftware auf dem Computer bekommt und die dann quasi wirklich die Kontrolle über den Computer erhalten. Okay, also auf jeden Fall auflegen. Ganz wichtig, weder PayPal noch Microsoft rufen an. Sparkasse Volksbank haben wir eben schon gesagt. KI, künstliche Intelligenz, wird wahrscheinlich auch immer mehr ein Thema, ne? Dass wirklich Leute mit der echten Enkelstimme anrufen. Ja, es ist natürlich für die Täter viel aufwendiger, sowas zu gestalten. Also da hängt dann schon wieder mehr dran. Es ist einfacher wahllos irgendjemanden Ja. anzurufen und das zu tun. Was da mit der KI noch in Zukunft auf uns zukommen wird. Deswegen einfach am Telefon immer generell vorsichtig aufpassen, keine Daten geben, egal wer sich da meldet. Es Okay. werden nie sensible Daten am Telefon abgefragt, von niemandem, von keinem seriösen Unternehmen. Sie würden einfach auflegen bei sowas, ja. Sich gar nicht erst auf Gespräche einlassen, dann kommt man auch gar nicht in Versuchung dann da oder kann auch überzeugt werden von den Tätern oder wie auch immer. Es hat jetzt schon heute ein kurzer Blick in unser aller Postfach mal gereicht in der Redaktion, um noch so ein paar Maschen zu finden. Ich habe zum Beispiel eine Zahlungserinnerung bekommen, eine letzte Mahnung angeblich mit dem Anhang Rechnung, die ich aber nicht aufgemacht habe, habe mich nicht getraut. Ich war mir keiner Schuld bewusst, Ja. aber trotzdem kriegt man erstmal einen Schreck, wie Na Sie es klar. gesagt haben, Inkasso, oh Gott. Ja? Ja, genau. Halten Sie das für was Seriöses? Nein, auf keinen Fall. Also generell ist es so, wenn man Mails bekommt von Leuten, die man nicht kennt oder von Firmen, die man nicht kennt, dann soll man die am besten gleich weglöschen. Wer was Wichtiges will, meldet sich schriftlich. Okay, dann Kollegin hat bekommen, Betreff, Hallöchen, lange nichts von dir gehört. Das sollte sich jeder ansehen und dann ein Link. Würden Sie draufdrücken? Nein, auf gar keinen Fall. Also bitte keine Links andrücken, das kann ganz viel Schaden verursachen. Okay, und dann hier noch, Sie haben einen Identifikationsprozess nicht abgeschlossen, deshalb müssen wir Ihr Konto sperren. Wenn Sie auf den nachfolgenden Button drücken, dann ist alles wieder gut. Ja, genau. Das ist erstmal so eine Drohung, wir sperren Ihr Konto, das ist dann immer gleich. Auch nix. Nein, auf gar keinen Fall, sofort Okay. weg. Frau Jakob, danke schön. Schönes gerne. Wochenende. Danke Tschüss. gleichfalls. Also ganz wichtig, seriöse Unternehmen rufen nicht an bzw. fragen keine sensiblen Daten am Telefon ab. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, dann legen Sie einfach auf. Und wenn Sie unsicher sind, dann melden Sie sich doch einfach kurz bei dem entsprechenden Unternehmen und fragen, ob Sie wirklich kontaktiert worden sind.